Du sagst 5% XP und Drop oder was auch immer das ist. Das gibt's nicht mehr, das Secret Boost. Das war 20% XP. 20 XP und 5 Drop war das. Das gibt's nicht mehr, das Event. Haben sie schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Das haben sie tatsächlich aus dem Sortiment genommen, aufgrund von schlechtem Feedback wahrscheinlich. Was lustig ist, weil rückblickend betrachtet war es gar kein so schlechtes Event. Im Vergleich zu Stone Rain zum Beispiel. Also es geht sogar noch schlechter. Also da ja auch lustig, dass sie nicht einfach so gemacht haben, also statt einfach dieses Secret Boost Event mit 20 und 5 zu machen, warum machen sie nicht einfach ein normales Wochenend-Event mit 20 und 5? Weil zum Beispiel XP-Event 30, also diese Logik habe ich sowieso nicht verstanden. Ein 30% XP-Event, wo die ganze Zeit XP plus 30 ist. Das läuft 3 Tage und findet statt. Aber ein Event, wo du 20 und 5 bekommst, also man könnte sagen, es ist erst und schlechter von den XP, 5% Drop sowieso irrelevant und selbst 20 plus 5 ist auch schlechter als 30, wenn man es so rechnen würde. Also wie du es auch rechnest, das ist definitiv schlechter, vor allem weil es halt nicht permanent aktiv ist. Das kann man dann aber nicht permanent einfach machen. Also einfach umwandeln von diesem Secret Boost Scheiß einfach auf permanent 20,5. Aber das war wohl nicht möglich. Nein, stattdessen hat man es einfach komplett abgeschafft. Das wäre auch kein so krasses Event. Permanent 20% mehr XP und 5% mehr Droprate. Aber wie gesagt, es gibt schlechtere Events. Und bessere Events, naja. Kommt halt drauf an. Upgrade-Events sind für die meisten Leute nutzlos. Weil wenn du nichts zu upgraden hast, hast du halt einfach ein Wochenende gar nichts. Das ist einfach kein Event. Das ist ja die Sache. Aber da fehlt denen halt irgendwie, glaube ich, ein bisschen die Kreativität mit den Wochenend-Events, weil ich weiß gar nicht, wann haben sie jemals wieder ein neues, in Anführungszeichen, Wochenend-Event veranstaltet. Also ich glaube, das bahnbrechend Neue vom Anfang gesehen. Also am Anfang waren ja wirklich immer die ganze Zeit, jedes Wochenende war entweder 30% XP oder Secret Boost Event. Das war immer abwechselnd gefühlt. Ah, oh nein, es gab noch eins. Es gab noch eins, das nicht mehr stattfindet. Was war es, 30 oder 50? Ich weiß es nicht mehr. 30% mehr XP, aber nur bei Nacht. Bäh. Das gab's ja auch noch. Wo du immer für 6 Minuten XP-Event hattest oder für 7 und dann 7 Minuten lang kein XP-Event mehr. Immer abwechselnd. Das ist auch so fucking unnötig gewesen. Also ich meine, gut, das haben sie zugegebenermaßen, wie gesagt, auch abgeschafft. Damn, das habe ich schon wieder voll vergessen. Das gab's auch noch. Also am Anfang war es wirklich immer diese beiden Events fast jedes Wochenende. Entweder war Secret Boost oder mehr XP bei Tag oder Nacht. Das war wirklich fast jedes Wochenende das gleiche. Ab und zu mal abgelöst von einem Upgrade-Event. Am Anfang war es richtig langweilig. Dann haben sie, sag ich mal in Anführungszeichen, neue Events erschaffen. Mit Reborn kam dann dieses Golden Albert-Event. Und Boss Drop-Event kam dann noch. Und dann gibt es ja noch ein allgemeines 5% Drop-Rate-Event. Aber einfach 5% Drop-Rate, das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Ist halt auch Trash. Also ich finde halt mit den Wochenend-Events könnten sie ruhig mal wieder, keine Ahnung, ein bisschen kreativer werden und vor allem mal wieder was Neues ausprobieren. Und vor allem Upgrade-Events, ganz ehrlich, die sollten gar nicht standalone sein. Also dass nicht einfach nur ein Wochenende Sockel-Chance erhöht ist, weil jeder, der halt nicht socken will, hat dann einfach ein Wochenende gar kein Event. Und ich denke, man sollte halt schon gucken, dass man mehrere Interessensgebiete abdeckt. Nicht jeder Spieler ist gleich, nicht jeder macht das Gleiche. Spielen tut aber jeder so gesehen. Also jeder, der jetzt spielt, bruh. Wäre halt schon nicht schlecht, wenn du da ein bisschen, keine Ahnung. Also am besten wäre es einfach, sie machen das so überlappen, wie ich es immer sage. Also ich sage ja bei den normalen Events immer, es wäre cool, wenn sie ein Event starten für 4 Wochen und dann nach 2 Wochen startet schon das nächste Event, dass die Events sich immer überlappen, dass die ganzen Lappen immer aussuchen können, welches Event will ich jetzt erst spielen oder dass immer ein bisschen Abwechslung da ist einfach, dass man nicht so gebunden ist, okay, wenn mir das eine Event nicht taugt, spiele ich entweder gar nicht oder ich ignoriere es. Oder ich nehme sogar beide mit, wenn mir beide gefallen. Oder ich habe zumindest die Wahl zwischen 2 Events, die nicht ganz gleich sind und so. Aber bei den Wochenend-Events könnte man das ja eigentlich auch so machen. Dass du quasi
Manche Events laufen dann quasi ab Freitag, aber dann immer bis Freitag. Und manche Events laufen nur Freitag bis Sonntag. Also zum Beispiel Upgrade-Events immer nur Freitag bis Sonntag. Aber zum Beispiel, ich meine, 5% Drop-Event, Bro. Das kann auch mal 7 Tage laufen. Das macht sowieso keinen Unterschied. Das ist so irrelevant. Oder auch auch so ein Golden Albert-Event, das kann auch mal 7 Tage laufen. Also, keine Ahnung. Und wenn du da so ein bisschen anfängst, das so ein bisschen überlappend zu machen, dann sieht es einfach auch besser aus. Wenn auf dem Event-Tab bei U, wenn hier immer so 2, 3 Sachen mindestens drinstehen, du auf die Website schaust, siehst immer die aktuellen Events, könnte man auch so einen Reiter machen, was gerade so läuft und so. Ja, wie gesagt, also Flive ist da ein bisschen behind, weil man kann es natürlich nicht mit so, also Flive ist ein MMORPG und ich vergleiche es jetzt gleich mit anderen Spielen, also anderen Genres. Aber ganz ehrlich, ist ja scheißegal, dass es ein MMORPG ist. Moderne Games oder aktuelle Games, wie zum Beispiel Gacha-Games, wie zum Beispiel AFK Journey oder auch Genshin Impact oder so. Gut, wobei Genshin Impact macht es tatsächlich nicht ganz so, fairerweise. Aber solche, also man kann es grundsätzlich nicht vergleichen, wie gesagt. Aber viele solcher Games setzen wirklich darauf, du gehst online, umso stärker, je weniger du spielst. Also wenn du nicht jeden Tag spielst, dann ist noch heftiger der Effekt. Aber selbst wenn du jeden Tag spielst, du gehst online und dann hast du so viele verschiedene Sachen, die du machen kannst, machen musst, machen sollst. Es laufen immer mindestens gefühlt 2, 3 Events zeitgleich. Es gibt auch Spiele, die haben 10 Events oder so zeitgleich, wo du wirklich online gehst und ist auch nicht immer positiv, wenn jemand online geht und dann sieht er den Event-Tab, was gerade so abgeht und du wirst erdrückt von einer Wand aus Events, wo du gar nicht weißt, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen. Es laufen so viele Events, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall die bessere Option, als dass ich online gehe und ich sehe Halloween Pumpkin Hunt. Dann gucke ich nach, was das ist. Ich sehe, okay, jeden Tag 30 Monster töten und 30 Minuten online sein. AKA, das habe ich in 5 Minuten erledigt, weil 30 Minuten AFK sein, dafür muss ich ja nicht aktiv spielen. 30 Monster töten dauert 5 Minuten und ich bin fertig mit dem Event. Und ich meine, das ist doch scheiße, das ist doch nicht der Sinn von dem Event. Der Sinn von Events ist doch, dass sie dich ans Game binden. Und ich meine, das Halloween-Event, einzige, was ich kritisiere, ist das mit den Pumpkins, dass das als Hindernis zählt und so. Ansonsten ist das Event auf jeden Fall nicht schlecht, also definitiv besser als die letzten paar Events, würde ich mal behaupten. Vor allem, weil die Belohnungen teilweise auch echt gut sind. Unwahrscheinlich, dass man sie kriegt, aber trotzdem gut. Aber der Sinn von dem Event ist ja eigentlich, dass es dafür sorgt, dass du mehr spielen willst. Und dieses Event sorgt nicht dafür, dass du mehr spielen willst. Dieses Event sorgt dafür, dass du auf jedem Chart 30 Minuten online sein willst und 30 Monster tötest und dann wieder offline gehst. Und da fehlt dann halt einfach was. Und dann, wie gesagt, wenn halt 2, 3, 4 Events immer zeitgleich laufen, dann hast du halt einfach viel mehr zu tun, hast viel mehr Optionen, hast einen größeren Ansporn, irgendwas zu machen und dann auch tatsächlich zu spielen. Und andere Spiele machen das halt so, vielleicht auch ein bisschen zu heftig, wie gesagt, dass sie dich so ein bisschen fluten. Du hast dann 8 Events oder so, es kann auch mal zu viel werden. Aber ich bin halt der Meinung, lieber zu viel als zu wenig. Und ich weiß nicht, kann es wirklich zu viele Events geben? Also ich meine, am Ende des Tages, wenn du sagst, oh Mann, ich kann jetzt das Event gar nicht finishen, ich habe keine Zeit mehr dafür, ich kann nur 3 Stunden spielen pro Tag und das kostet einfach alles zu viel Zeit, es gibt zu viel zu tun. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der Best Case. Du gehst online, ziehst 3 Stunden nonstop durch, kriegst sau viele Belohnungen, freust dich wie ein Schnitzel und ärgerst dich schon fast, dass es noch so viel zu tun gibt und du keine Zeit mehr hast. Das ist dann fast schon besser, als wenn du sagst, du hast gar nichts zu tun. Denke ich persönlich. Also auch von der Spielerbindung her und so. Also wenn man das so erhört oder wenn du das jemandem erzählst, Mann, das Spiel hat so viele geile Events, ich kann gar nicht alle machen, weil ich keine Zeit dafür habe. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja nichts Negatives, das ist ja eigentlich Kompliment. Das ist ja was Positives. Und letzten Endes muss man sich dann halt selber entscheiden, naja, wenn jetzt 5 Events laufen und ich finde alle 5 geil, dann muss ich halt gucken, naja, welches finde ich am geilsten. Muss man dann halt selber priorisieren, was man machen will. Aber Flive würde ich jetzt behaupten, vor allem dieses Jahr war auch schon anders, aber dieses Jahr ist es meistens einfach viel zu wenig. Die Events gehen viel zu lange, 4, 5 Wochen Events. Außer Second Anniversary. Second Anniversary war das perfekte Beispiel. Da hattest du jeden Tag World-Bosse, du hattest tägliche Dungeons und noch irgendwas. Einlog-Event, glaube ich. Ja, genau, also einloggen,
online sein, 4 World Bosses pro Tag und Event Dungeon. Da hattest du wirklich viel zu tun. Da hätte man zum Beispiel sagen können, das ist mir fast schon zu viel. Ich schaffe gar nicht alles, weil ich nicht so viel Zeit habe oder so. Oder ich schaffe es nicht mit all meinen Chars oder so. Das wäre zum Beispiel so ein Event, wo du sagen kannst, ja, das ist nicht schlecht. Also da hast du auf jeden Fall den Effekt, dass die Leute definitiv öfter online kommen oder mehr online kommen und länger online bleiben und mehr Spaß haben, weil es einfach coole Events sind, wo es sich lohnt, die mitzufarmen. Und du hast halt auch die Auswahl. Man muss da nicht teilnehmen. Du kannst entweder am Halloween World Boss, Second Anniversary Event World Boss teilnehmen oder halt nur den Event Dungeon machen. Am Ende ist ja deine Entscheidung. Und wenn du alles machen willst, musst du dann entsprechend viel Zeit investieren. AFK hat viel zu viel Pokerface. Ja, wie gesagt, manche Games übertreiben es dann auch mal wieder ein bisschen, aber am Ende des Tages musst du es, wie gesagt, so sehen. Je mehr Events, desto mehr Belohnungen, desto besser eigentlich.